Herzlich willkommen bei unserem Podcast Ishan und Jivko. Ich bin Ishan Pulast Und ich bin Živko Bilčev. und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Und heute haben wir ein extrem spannendes Thema und das ist ein Thema, ohne das unser Leben, unser Geschäft, unsere Beziehung gar nicht weiterentwickeln. Und das Thema ist Zeitmanagement und Prioritätsmanagement. Richtig. Und dieses Thema will ich beginnen erstmal von einer kleinen Geschichte, die ich persönlich erwähnt zum ersten Mal gelernt habe. Und das war, ich hatte einen Teilzeit-Student-Job. Und dieser Student-Job, wie euch auch schon kennt, dann, wenn man einen Job macht, dann egal, ob man ist produktiv, vielleicht für 3 Stunden im Tag oder 5 Stunden im Tag, man ist am Ende des Tages trotzdem bezahlt. Und die Ergebnisse sind nicht so extrem stark reguliert, sage ich mal. Und wenn ich das mich selbstständig gemacht habe und das Unternehmen registriert habe, und am Anfang hatte ich diese gleiche Gewohnheit, nicht meine Zeit richtig zu nutzen. Ich habe meine Zeit wie Geld bisschen irgendwo hier ausgegeben, dort ausgegeben. Ich habe keine Ergebnisse gehabt. Und ich war so frustrierend, dass ich habe so viel gearbeitet und ich habe kein Ergebnis bekommen. Ja. Aber dadurch habe ich eine sehr große Learning gehabt. Und diese Learning war, es gibt bezahlt sein für Ergebnisse und es gibt bezahlt sein nur für das Effort oder für die Zeit, wir die investieren. Ja. Und das war eine sehr große Learning. Und von dem Moment habe ich dann mich gesagt, dass ich würde meine Zeit am besten keine Sekunde verlieren, keine Minute verlieren, keine Stunde verlieren. Und dadurch bin ich jetzt so drin geworden in dieser Zeit, so optimal, also nicht nur optimal, sondern für die besten Ergebnisse zu nutzen. Ja. Das erinnert mich schon an einen Gedanke von Bodo Schäfer. Okay. Er hat ein Wort kreiert, nämlich einkommensproduzierende Aktivitäten, EPA. Und das habe ich vor Jahren irgendwie kennengelernt, war ich total begeistert, weil das schärft deinen Blick, das richtet deinen Fokus auf das Ergebnis. Was produzierst du in dem Sinne? Produzierst du Einkommen und Einkommen ist im Sinne von produzierst du Mehrwert? Produzierst du Wert für jemand, der dafür bereit ist, Geld zu geben, der Geld auszugeben? Ob dieser jemand dein Chef ist, wenn du angestellt bist, oder wenn du ein Unternehmen hast und Produkten und Dienstleistungen kreierst, die dann verkauft werden sollen. Aber jemand muss bereit sein, wie Professor Falken sagen würde, den Proof of Concept bestehen und Geld für das, was du anbietest, zu geben. Und das schärft, wie gesagt, deinen Fokus auf den einkommensproduzierenden Aktivitäten. Was machst du in dem Zusammenhang? Und viele denken vielleicht, ja, ich mache immer mein Produkt. Also wenn ich zum Beispiel Architekt bin, mache ich die Planung. Das ist die einkommensproduzierende Aktivität. Muss aber nicht unbedingt sein. Vielleicht kann, wenn du Architekt und Geschäftsführer bist, kann auch einkommensproduzierende Aktivität sein, überhaupt Projekte für dein Architekturbüro zu kreieren. Kann auch unterschiedliche Palette von Aktivitäten sein, aber immer mit der Gedanke, schaffe ich Wert für jemand anderen, der, der sich dann nachher in mehr Umsatz oder in mehr Einkommen letztendlich wiederfindet. 100%. Und das stimmt auch mit dem Thema Zielsetzung. Ja. Weil am Ende des Tages, man muss immer sehr gut verstehen von dem Methode oder den Weg zu dem Ergebnis. Und Ja. das Ergebnis ist eine Ziel erreichen. Richtig. Egal objektiv, geschäftlich, persönlich, egal was für ein Ziel ist. Und Zeit ist natürlich nur eine Ressource. Eine sehr interessante Ressource, aber nur eine Ressource. Und wir gehen nicht, dass wie können wir diese Ressource am besten nutzen, ohne ein klares Ziel festzulegen. Und was genau ist am Ende des Tages ein Ziel? Ein Ziel ist, oder zu erreichen. Das Ziel ist ganz klar und wir wollen dieses Ziel am besten so schnell wie möglich erreichen, wie Elon Musk sagt, ein 10-jähriges Ziel in 6 Monaten zu erreichen und das auch noch am besten so wenig Ressourcen wie möglich zu erreichen. Also damit kommen wir zu dem bisschen effizient und Effektivität. Kannst du ein bisschen erklären?
Effektivität ist nämlich dieses Ziel, dieser Weg. In welche Richtung bewege ich mich? Bewege ich mich überhaupt in die richtige Richtung? Mache ich die richtigen Sachen? Und Effizienz ist, mache ich die Sachen richtig? Optimiere ich meine Zeit ständig, sodass jede Minute quasi geplant ist? Und vielleicht möglicherweise hinterher stelle ich fest, ich habe mein Ziel erreicht, ist aber den falschen Ziel. Ja. Das ist Effizienz, wie schnell ich das Ziel erreiche. Aber was ich sehr, sehr schätze, ist nämlich hin und wieder zu überprüfen, ist das die Richtung, die ich jetzt gerade voranschreite, richtig, also wirklich meine Richtung? Oder habe ich irgendwann festgelegt, gar nicht mehr in Frage gestellt und ich bewege mich mittlerweile in eine falsche Richtung? Also Effektivität ist die richtige Richtung zu gehen, zu laufen, und Effizienz ist die Geschwindigkeit, wie schnell bewege ich mich in diese Richtung. 100%. Und zu dem Zeit will ich auch ein bisschen das sprechen. Das mit dem Zeit ist wirklich wie eine Ressource zu sehen. Ja, ja. Und sie ist so eine interessante Ressource, und diese einzige Ressource ist die, ich denke, die Ressource wie zum Beispiel Luft und so weiter auch, aber ist das jeder hat das Gleiche. Wenn wir wirklich dann sehen, es mag der einzige Unterschied ist, wie wir unsere Zeit richtig nutzen. Jemand, der erfolgreich ist oder Geschäft läuft und so weiter. Und Demokrat ist die Ressource der Welt. Niemand kann klauen, niemand kann wirklich mehr haben, weniger haben und alle solche Sachen. Und eine Sache, die ich aber immer persönlich nur einmal einen Tag als einen Gedanke gehabt hatte, ist das wann beginnt unser Tag? Beginnt unser Tag um 5 Uhr, um 6 Uhr? Aber das beginnt unser Tag um 5 Uhr. Der Tag beginnt um 0 Uhr. Und wann beginnt eine Woche? Die Woche beginnt nicht am Montag. Eine Arbeitswoche kann man sagen, das beginnt am Montag. Aber eine Woche beginnt um 0 Uhr Sonntag. Sagen. Und gleichzeitig Sonntagabend. Sonntagabend. Ja. Und endet am Samstag. Und Am Samstag? Endet auch am Sonntagabend. Okay. Ein bisschen Deutsch. Mhm. Und das ist so die interessante Sache. Ich finde, dass wann beginnt eigentlich eine gute, am Ende des Tages, Ende des Woche. Und das müssen wir immer planen. Also wie genau nutzen wir unsere Woche? Und diese Planung ist sehr wichtig. Aber wie genau definierst du unsere Wocheplanung und Die Wocheplan komme ich jetzt gleich darauf wieder zurück. Das, was mich auch fasziniert, ist bei der Zeit als Ressource-Sichtweise, nämlich, dass diese Ressource immer in Flow ist, immer fließt. Du kannst sagen, du kannst die Ressource Geld anhäufen. Du bist gerade geizig oder willst du sparen, um eine Investition zu tätigen oder ein Auto zu kaufen. Das kannst du machen. Mit der Zeit kannst du es nicht machen. Die Zeit gibst du ständig aus. Die Zeit entweder ausgeben als Ausgabe oder die Zeit investierst du. Aber es gibt keine Möglichkeit zu sagen, nee, ich spare mir die 4 Wochen jetzt oder die 52 Wochen dieses Jahr und ich gebe sie dann in 10 Jahren aus. Nee, die Zeit musst du ständig investieren. Und weil du eben ständig investierst oder ständig rausfließt, ist es halt wichtig zu planen, was mache ich mit meiner Zeit. Zum Beispiel, ich plane meinen Tag. Wann plane ich meinen Tag? Ich plane meinen Tag am Abend davor. Ich kann auch die Woche planen. Wann plane ich die Woche? Bevor sie startet. Also am Sonntagabend. Damit, wenn sie gestartet ist, dann plane ich. Und das ist, weißt du was ich schon? Ich habe auch von Stefan Meret ziemlich interessantes Konzept kennengelernt und auch bei mir implementiert. Ich plane oder ich fange die Planung der Zeit mit den Pausen an. Klingt im ersten Moment komisch, ja, also du planst die Woche, du planst den Tag, vielleicht Monat oder das Jahr, wirst du effektiv und effizient gleichzeitig sein und du fängst an mit den Pausen, mit dem Erholen, mit Urlaub, bist du
bescheuert, das ist gar nicht effektiv. Aber es gibt eine Metapher, was Stefan Merath bringt und die mir auch sehr gut gefällt, nämlich, wenn du trainierst, wenn du deine Muskeln trainierst, wann werden sie stärker? Wann werden sie immer besser und wann entwickelst du dich? Du entwickelst du dich natürlich aufgrund deiner Trainings, aber du entwickelst dich in der Ruhephasen. Und genauso ist auch im Geschäftsleben und in jeglichen Bereich. Du belastest dich, du lernst und du machst eine Spannung, du trainierst quasi deinen Muskel im Kopf oder deine physischen Muskel und in der Ruhephasen kannst du es verarbeiten. Deswegen ist auch zum Beispiel Schlaf so wichtig, weil das ist deine tägliche Erholung. Das ist deine tägliche Möglichkeit, quasi zu wachsen. Ja. Und da gibt es auch eine sehr interessante Zitat, und das ist, wenn du deine Zeit nicht planst, dann plant jemand anders für dich. Ja. Und das finde ich auch extrem faszinierend, und das stimmt auch mit dem, was du gesagt hast. Wenn wir unsere Freizeit auch nicht nur was planen, dann gibt es auch so viele Leute, die das haben wollen, irgendwie. Und das ist sehr wichtig. Aber noch interessanter ist, diese Zeit ist Unsehbares nicht im Handfließen. Um das wirklich zu sehen, das mag ich extrem, wie eine Zeitbuchhaltung zu machen. Und das ist mit einem extrem guten Kalender. Also nicht Kalender wie ganz schön aussehen und alle mit verschiedenen Farben. Es geht nicht darüber. Es geht wirklich Zeitbuchhaltung zu machen durch einen Kalender. Kann auch ganz, spielt keine Rolle, kann auch physischer Kalender sein oder digitales Google-Kalender, egal was. Aber wichtig ist so zu sehen, okay, diese Woche habe ich 168 Stunden. Und jetzt will ich 50 Stunden diese Woche arbeiten. Und diese 50 Stunden plane ich, okay, vielleicht von 8 Uhr bis zum 18 Uhr oder egal was man so will, so viele Tage, und das meine Zeit hier investiert. Und dann will ich vielleicht 10 Stunden was lernen, studieren, sowas. Und dann ist 10 Stunden so. Und wenn wir unsere Zeit von der Woche so sehen können, dann bin ich auch irgendwie viel mehr positiv und habe ich auch irgendeine Art von Richtung, was genau in der Woche passiert. Weil dann kann ich auch Ja und Nein zu verschiedenen Sachen sagen. Ja. Manchmal passiert auch, okay, kommen so eine Sachen, die vielleicht nicht so viel wichtig sind im Moment. Und dann, weil bist du begeistert, wenn was Neues zu machen, dann nehme ich das nicht drin. Und ich kann das persönlich sagen, dass ich habe auch diese Zeit und Geld, wenn ich diese Kalender wirklich richtig benutzt habe. Und wenn ich auch, was ich auch früher gesagt habe, dass ich habe meine Zeit nicht richtig benutzt. Ich habe auch viel mehr verdient, einfach, wenn ich meine Zeit richtig mit Absicht irgendwo investiert habe. Absolut. Und diese Sache ist extrem wichtig. Also Zeit, Kalender, Buchhaltung für Zeit. Absolut. Und die konsequente Umsetzung im Sinne von auch manchmal oder vielleicht sogar öfter, je nachdem, welche Ablenkungen dann vor dich liegen, Nein zu sagen. Es gibt einen Architekt, Mies van der Rohe, der auch in architektonischer Sinne hat er es gesagt, weniger ist mehr. Das kann man aber auch übertragen, auch im allgemeinen Sinn. Also manchmal ist dieser Fokus, dieser wenig machen, aber dazu richtig, viel mehr. Und das haben wir auch, also das hat mein Geschäftspartner vor ungefähr 10 Jahren, Matthias Götz, interpretiert und gesagt, weil es auch auf Englisch hat er auch ein Referat gehalten, einen Vortrag vor mehreren Studenten, und hat er gemeint, ja, manchmal muss man sagen, no is more. Also no, also wenn du Nein sagst, gewinnst du viel mehr. In dem Zusammenhang war damals, er hat seine Biografie kurz erläutert und alle haben ihm gesagt, Mensch, du machst jetzt ein Studium, warum gründest du eine Firma? Wir hatten damals, während unseres Studium, haben wir ein Architekturbüro oder ein Planungsbüro. Man darf kein Architekturbüro während des Studiums gründen, aber ich habe ein Planungsbüro gegründet,
haben auch schon angefangen mit dem Unternehmertum, mit Architekten zu sein, obwohl wir keine Architekten waren. Ja. Aber ich habe gesagt, nein, wir starten jetzt, wir sind ganz entspannt. Wir können auch unsere Fehler machen, von dieser Fehler lernen, immer besser werden und so weiter. Und dann haben wir 2, 3 Jahre vor unserem Abschluss haben wir schon gemacht. Dann hat er gesagt, ja, du, jetzt bist du fertig, du hast so viel gelernt. Damals haben wir TU in Berlin hier studiert und abgeschlossen. Der war auch in Oxford, hat ja auch einen Master gemacht. Du kannst sehr viel Geld verdienen, geh dahin, geh dahin. Und nee, weißt du was? Also ich verdiene vielleicht doppelt so wenig, aber ich bleibe in meinem Unternehmen und entwickle mein Unternehmen. Wieder dieses No is more. Und wenn du so denkst, überlegst du, welche Konventionen gibt es vor dir? Welche Konventionen gibt es in deiner Umgebung? Die sogenannten soziale Konventionen. Es ist ganz normal, wenn du studierst, dann fokussierst du dich nur auf das Studium, maximal vielleicht Nebenjob hier und da, um Geld zu verdienen, aber Fokus ist nur und allein Studium. Oder wenn du abgeschlossenes Studium hast, dann gehst du in Firma so und dann sammelst du deine Erfahrung. Aber manchmal, wenn du diese Konventionen in Frage stellst und für dich selbst logisch für dich selbst eine alternative Antwort gibst, die auch für dich richtiger ist, dann ist es viel, viel besser, diesen Weg zu gehen. Ja, 100%. Und diese richtige Less is more ist extrem wichtiges Thema allgemein. Und das stimmt auch mit der nächsten Sache. Und das ist, was Steve Jobs auch gesagt hat. Und wenn Steve Jobs, bevor er seine Meetings angefangen hattest, er hat immer so dem Leute gefragt oder seine Teammembers, was habt ihr gerade in der letzten Zeit, wozu habt ihr da in der letzten Zeit Nein gesagt? Und er wollte nicht so allgemeine Sache Nein hören. Der wollte was wirklich so eine tolle Gelegenheit Nein hören, weil das ist wirklich, was man Fokus sagt. Das ist Fokus, wirklich. Ja. Das ist Fokus. Nicht ja, sondern nein. Genauso wie ein Mikroskop, wenn wir so ein Mikroskop machen, der Mikroskoplicht sagt Nein zu dem kompletten Bereich, nur Ja zu dem Zentrum. Genau, wie ein Laser. Ja, und das ist auch Nein zu etwas, ist Ja zu etwas anders. Und das stimmt mir 100%. Und das ist so, ich denke, deswegen ist Steve Jobs quasi. Und das ist ein anderes Beispiel, wenn wir wirklich große Unternehmen sehen, die haben nicht so wirklich verschiedene 200 Produkte. Apple hat nur ein paar, also iPad, und alle solche Sachen. Und Rolls-Royce hat nicht 200 Autos. Rolls-Royce hat nur 6, 7 Autos. Rolex hat nicht 200 verschiedene Modelle, nur eine Handvoll von Modellen. Ja. Und davon kann man wirklich verstehen. Und die größte Kleidungsmarken haben auch nicht so viele Modelle. Und das ist nur die Markt von Fokus. Ne? So nicht mehr als das. Ja, das ist die erste Herausforderung im Prinzip, die Zeit zu managen oder diese Prioritäten und Zeitmanagement richtig zu gestalten. Die Ablenkung. Also das war bis jetzt die Ablenkung Nummer 1. Nummer 2 Herausforderung ist zum Beispiel Prokrastination und Präkrastination. Ja? Und zwar Prokrastination finde ich auch super Wort. Bedeutet, und das kennt bestimmt jeder, du hast eine richtig wichtige Aufgabe, die vielleicht sogar dringend ist. Aber es ist nicht so dringend, dass sie morgen erledigt werden sollte. Du schiebst sie dann nächste Woche. Ja. Vielleicht die Steuererklärung oder irgendwas anderes. Ja, also du willst es nicht machen. Du weißt es, du musst es, aber das ist Prokrastination. Wichtige Sachen, du schiebst du von dir. Ja? Und die Präkrastination, das ist auch was anderes. Du bist so gepolt, dass du nicht prokrastinierst, dass du jede Aufgabe sofort erledigen möchtest. Auch die unwichtige und nicht dringende Aufgaben, die musst du sofort erledigen. Innerlich hast du den Bedürfnis, sofort zu erledigen. Schiebst du direkt alle unwichtigen Aufgaben jetzt und dann drehst du durch oder bekommst du Burnout. Dann hast du ein bisschen Dopamin-Kick. Ja.
Also das ist wirklich diese Management von Aufgaben und zu spüren fast, ist es wirklich wichtig und dringend? Muss ich es machen oder kann jemand anderen machen? Und dann muss es jetzt gemacht werden oder es kann auch später gemacht werden. Ja. Und noch die dritte Herausforderung ist viel die Überforderung mit zu vielen Sachen, die wir nur in einen Tag schaffen wollen. Ja, Und wenn ich diese Fehler habe ich auch selbst gemacht. Wenn ich diese Kalender gemacht habe, dann wollte ich nur in einen Tag alles, jetzt will ich 40 Stunden arbeiten, ja. 10 Stunden arbeiten, heute will ich alles machen. Und diese Überforderung, die wir sagen, dass in einem Tag zu viel geplant, eine Woche ein bisschen wenig und dann in 2 Jahren ist es, denken wir, ist Kalender ist fast leer. Ja. Und das ist eine Schwierigkeit, die man mindestens am Anfang, oder Fehler, die man am Anfang machen kann. Und ich mache jetzt aus meinen eigenen Learnings, ich mache mehr erreichbare Ziele, fast 80%, oder ist keine klare Zahl, aber fast 80% Ziele, die ich täglich erreichen kann. Und wenn ich so länger gehe und vielleicht in den 6 Monaten oder sowas, ein Jahr, Ja. dann die 50%, das ist von Google. Und diese 50% ist fast 90% erreicht werden müssen. Und die anderen 50% sind mehr Tests, Experiment. Wenn ich die schaffe, dann ist es extrem glücklich und also richtig großer Ziel. Aber wie wir wissen, je größer ein Ziel ist, desto unwahrscheinlich ist es auch zu erreichen. Und das ist dann die andere restliche 50% Ja. Bereich. Und andere Sache ist auch von den 50%, die ich selbst gelernt habe, ist, wenn ich meinen Tag plane und wenn ich mit dieser Gewohnheit anfange, richtig mit Kalenderzeit anzuplanen und das wirklich so Zeitbuchhaltung zu machen. Was ich persönlich mache, ist, dass zum Beispiel ich habe einen Task und ich denke, ich würde dafür 2 Stunden brauchen. Okay. Was ich mache ist, und das ist auch nicht von mir, aber was ich mache ist, ich plane 50% Zeit mehr. Zum Beispiel, ich denke, weil wir wissen, alles, was wir denken, würde geschafft werden in 1 Stunde, in 2. Und 100 Euro brauchen wir, brauche 300. Und am Anfang ist so. Und deswegen ist es, was ich für heute 5 Stunden geplant habe. Dafür gebe ich einfach 7,5 oder sowas. Oder mindestens mehr, als ich denke. Und auch zwischen 10, 15 Minuten Pause, weil wenn es zu viel geplant wird, ist und wenn ich hinterher von Zeit läufe, dann habe ich noch ein schlechtes Gefühl. Und ich mag ein bisschen vor der Zeit zu sein, ein bisschen diese Prokrastination. Ja, ja. Und da hat man ein besseres Gefühl. Aber du sprichst ein sehr interessantes Thema, nämlich die Emotionen, die Gefühle. Weil nämlich, wenn du nicht zu viel, aber wenn du etwas mehr Zeit sich lässt, dann hast du gutes Gefühl, du bist in der Zeit und das gibt dir quasi Rückenwind. Ja? Dann gibt dir positives Gefühl, dann bist du in Flow, dann kannst du es schaffen. Wenn du wiederum einmal es nicht schaffst und statt 2 Stunden dann 3 Stunden Gebrauch hast, für nächste Aufgabe hast du auch noch 1 oder 2 Stunden mehr, dann ist es eine schlechte Emotion, zweite und hinterher fühlst du dich quasi immer gebremst, dann sagst, ach, ich schaffe auch die dritte nicht mehr in der Zeit. Und das ist sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung. Und dann fängst du an, in eine negative Spirale runterzugehen. Und es ist viel besser, wenn du etwas mehr Zeit sich lässt, dann bist du trotzdem effektiv, dann bist du trotzdem fokussiert, bist du mit gutem Gefühl, auch mit Flow, kannst du vielleicht sogar 5 Minuten Pause machen. Weil es gibt eine Studie, die besagt, wenn du wirklich sehr fokussiert arbeitest, also zu 100% fokussiert, das geht nur maximal bis 90 Minuten. Das sind die Guten. Also die normalen, also sag mal, die normalen Menschen wie wir und wie ihr wahrscheinlich, schaffen wahrscheinlich eine Stunde oder eine halbe Stunde. Aber wenn du wirklich fokussiert bist, dann kannst du für diese halbe Stunde ziemlich viel machen. Und wenn du eine Stunde oder 1,5 oder 2 Stunden gearbeitet hast, dann sind die 5 Minuten oder 10 gar nicht so schlecht. Dann kannst du wieder, es gibt eine Methode von einem bulgarischen
Unternehmer, den ich sehr schätze, Christo Petrov, der sagt, plane lieber Sprints. Plane 90 Minuten Sprints, dann Pause, dann 90 Minuten Sprints. Also lieber mehrere Sprints als einen längeren Marathon und du bist aber nach den dritten Stunden, weißt du gar nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist. Wenn du fokussiert arbeitest. Also wenn du Larifari bist, dann nicht. Also insofern diese Sprints, Pause, das bringt extrem viel. 100%. Ich denke, das kommt auch viel je nach den Person ab. Und ich denke, man muss viel Test mit Ja. sich machen, sozusagen. Es ist man seit 30 Minuten, es ist eine Stunde, es ist 90 Minuten. Und was genau es ist, normale denke ich, dass die 90 Minuten ziehen, ist ziemlich gut, weil 90 Minuten ist irgendwie, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund klingt besser. Ja. 90 Minuten Workout, 90 Minuten die Universität, 90 Minuten Fußballspiel. Und 90 Minuten klingt einfach irgendwie Ja. klar zu verstehen. Dass, okay, ich mag 90 Minuten. Und wenn man in Minuten denkt, ich denke, dann ist man irgendwie mehr produktiv, weil eine Stunde, okay, keine Ahnung, eine Stunde, meistens Leute, also oft, viele Leute können das eine Stunde nicht richtig im Kopf sagen. Okay, wenn wir keine Uhr geben und wir sagen, okay, du musst nach einer Stunde sagen, dass jetzt ist eine Stunde vorbei. Es wird sehr schwierig sein, das so klar zu sagen. Vielleicht jemand sagt in 40 Minuten, jemand sagt in 90 Minuten. Aber wenn wir sagen, eine Minute, mehr oder weniger vermute ich, dass die meisten Leute können das ziemlich gut sagen. Okay, eine Minute ist vorbei, noch eine Minute ist vorbei, noch eine Minute ist vorbei. Und ich denke, das ist ziemlich gut. Ja. Und wir haben so viel über Probleme besprochen. Was? Herausforderung. Herausforderung. Ganz wichtig. Ganz wichtig, ganz wichtig. Wir haben viel über Herausforderungen gesprochen. Was genau würdest du sagen, Jivko, was sind die Lösungen, um tatsächlich so... Also wir haben sehr viel philosophiert, jetzt zu dem praktischen Teil. Ja. Zu dem praktischen Teil, und zwar, ich mag es sehr, wenn eine gewisse Struktur da ist, weil wir haben gewisse Prinzipien jetzt reingeworfen und so weiter, aber diese Struktur, wenn es geschaffen ist, die gibt dir eine Klarheit, was gemacht werden kann. Zum Beispiel ist es für mich immer wichtig, 3 Fragen zu beantworten. Die sind ganz simpel, ja. Also was, warum und wie. Also was möchte ich machen? Was möchte ich erreichen? Was ist mein Ziel? Also was? Die zweite Frage ist warum. Also warum will ich das erreichen? Ist es mein persönlicher Wunsch? Ist es vielleicht wegen der Familie? Also was ist der Motiv dahinter? Weil Motivation kommt von dem Motiv. Wenn du wirklich ein Motiv hast, dann kannst du gegebenenfalls eine oder andere Herausforderung dann meistern oder stellen und sagen, hier, okay, jetzt läuft nicht gut, aber ich bleibe trotzdem in die Richtung und mache es weiter. Und das dritte ist wie. Welche Schritten muss ich durchgehen, um mein Ziel zu erreichen? Und das Interessante ist dabei, also das ist eine Art Selbstkommunikation. Eine Art Selbstkommunikation, quasi ein Dialog mit dir selbst. Was willst du machen? Warum willst du das machen? Und wie willst du das machen? Interessant dabei ist bei mir oder bei sehr vielen Leuten ist schon, die sich mit der Zeit beschäftigen, nämlich es liegt an dir, über gewisse Intervallen, also alles im Leben funktioniert mit dem Zyklen, sei es Jahren, sei es Wochen, also wir haben Zyklen, über diese Zyklen auch zu untersuchen, wo bist du es jetzt? Weil es kann sein, dass du ein ganz konkretes Was definiert hast, warum war auch ganz stark, du hast dich auf den Weg gemacht mit dem Wie und irgendwann hast du festgestellt, oder irgendwann, wenn du diese zyklisch dann überprüfst, durch die Schleifen, kannst du feststellen, das Was ist aber nicht ganz richtig. Ich will es ändern. Ansonsten kann es sein, dass du dein Zielleiter auf eine Wand gestellt hast, geklettert und vielleicht Wochen, Monate oder Jahre später bist du ganz oben, schaust du von oben und was siehst du? Du bist die falsche Wand geklettert. Das ist nicht gut. Also planen im Sinne von, was willst du erreichen, warum und wie, und dann
kannst du, kannst du definieren, welchen Schritten wirst du laufen und hast du die notwendigen Fähigkeiten dafür. Ja, Das bringt uns wahrscheinlich zu dem zweiten Punkt. ja, 100%. Und das ist, der zweite Punkt ist Warum, was du gesagt hast. Diese Warum, mir hat ein Satz sehr viel gefallen und das ist Motiv, also Motivation kommt von dem Motiv. Ja, Und das ist, stimmt. Und diese Warum, manchmal denken wir, warum ist eine schwierige Antwort zu ja, geben. Wenn wir fragen, okay, was du magst, und wir können auf die Straße gehen und viele Leute fragen, warum du das magst. Und diese Warum ist eine manchmal schwierige Antwort zu geben. Und meiste Leute sagen, nee, geh weg, lass mich machen, was ich mache. ja, Aber diese Frage ist wirklich notwendig und sogar für Moment, für mittelfristig und langfristig. Und diese eine Sache hat mein Leben eigentlich eine der größten Learning von meinem Leben quasi. Und das ist von einer Exercise, also Übung. Und das ist von Vishal Lakiani. Und das sind three most important questions. okay. Da drei wichtigste Fragen im Leben. Aber nicht zu den Fragen, aber der hat eine sehr interessante Sache gesagt, dass man muss in den Moment, also wirklich erfolgreich zu sein, man braucht beides. In dem Moment glücklich zu sein, zufrieden zu sein mindestens, Ja. und auch für die Zukunft. Wenn wir diese Glücklichkeit oder sowas nur in der Zukunft verschieben, dann sind wir 100% meistens immer unter Stress. Ist so, ich habe das auch erlebt. Und wie können wir mindestens ein bisschen zufrieden sein in dem Moment? Ist sehr wichtig, dass die Aktivität uns ein bisschen gefällt, mindestens. Es muss nicht sein, dass wir lieben und das ist 100% alles, weil das ist in der Realität nicht der Fall. Es gibt Sachen, die uns nicht mindestens tägliche Aufgaben, wie zum Beispiel Steuer, so viel gefällt, ein Beispiel. Und, aber wir müssen trotzdem das machen. Aber mindestens, es muss irgendwie ein bisschen Glücklichkeit in dem Moment und auch Glücklichkeit in der Zukunft sein. Und das kann mindestens dann unsere Warum, unser Motiv sein. Das, was wir im Moment machen, erweckt einen Sinn, ein bisschen Motiv und auch für die Zukunft. Aber es muss nicht so viel komplex sein, weil wir machen zu viel komplex unsere Sache im Kopf. Ja. Und was du auch gesagt hast, dass alles passiert im Zyklus. Und wenn wir das einmal für einen Tag was erledigen, warum wir das machen. Vielleicht nur, ersten Tag beginnen wir nur mit einem Satz und nach 2 Monaten haben wir mehr Klarheit in der Warum-Richtung. Ja. Aber das ist sehr wichtig für den Moment und auch für die Zukunftssache. Dass beide irgendwie stimmen. Und das ist am Ende des Tages das Warum. Es ist nicht komplex als warum wir das, warum ich das im Moment mache und warum ist das überhaupt langfristig. Ich nehme quasi deine Gedanke glücklich sein jetzt und glücklich sein in der Zukunft mit etwas, was ich neuerdings für mich erfahren habe. Ich habe einen Test gemacht und es hat sich herausgestellt, meine unternehmerische Fähigkeit, unternehmerische Eigenschaft Nummer 1 ist die Liebe zum Lernen. Ja. War ich auch komplett überrascht. Also ist wirklich die wichtigste Fähigkeit, was ich habe, aber das ist nach diesem Test, was bei der Stiftung Entrepreneurship gemacht habe, hat rausgekommen und hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich musste sagen, ja, ist es so. Und ich glaube, das ist in der Natur der Menschen, dass wir uns immer entwickeln wollen. Ja. Das heißt, wenn wir überlegen, was wollen wir machen, warum ist es wirklich mein Motiv und so weiter, und dann bei dem nächsten Schritt, welche einzelnen Schritte wir dafür tun sollen, gibt es nämlich zwei Richtungen. Einmal, wir tun mit unser jetziges Sein quasi die Schritte eins nacheinander, oder wir überlegen, können wir nicht uns verbessern, können wir nicht einen Teil unserer Zeit investieren, um besser zu werden, mehr Fähigkeiten zu erwerben, um diese Schritte vielleicht schneller zu gehen. Abraham Lincoln hatte irgendwann mal gesagt, wenn du einen Baum
fällen solltest und du hast 8 Stunden Zeit dafür, dann investiere oder würde er 6 Stunden beim Achsschleifen investieren und 2 Stunden fällen. Das heißt, manchmal bewegst du dich nicht so schnell in deine Richtung, weil du zum Beispiel jetzt beim Achsschleifen bist, also beim Achsschärfen, aber nachher bist du viel schneller. Also insofern, das ist auch eine schöne Metapher, den Achsschleifen dieser Fähigkeiten. Und ich mache es bei mir in meine unternehmerischen Strukturen so, dass ich einen Rahmenbedingungen schaffe, sowohl für meine Mitarbeiter, für meine Kooperationspartner und generell für die Struktur, fragt mich immer, wie können wir das, was wir gerade machen, jetzt auf unternehmerischer Ebene, wir haben ein Projekt, ein Ziel, Deadline vielleicht auch und so weiter, wie können wir aber von dieses Muss, was wir machen, noch ein Learning quasi erwirtschaften. Also ein Umsatz bei Unternehmen ist es klar, du hast auch Kosten und so weiter, muss auch Gewinn sein. Aber wie schaffen wir ein immaterielles Gewinn, einen Wissenszuwachs? Ich nenne das interne Forschungsprojekte, interne projektbezogene Forschungsprojekte. Und das macht extrem viel Spaß. Das ist dieses Google-Prinzip, was du erwähnt hast. Du hast eine Aufgabe, du wendest bewusst 50% deiner Zeit an, diese Aufgabe zu lösen und die anderen 50% überlegst du, welche Fähigkeiten kannst du erwerben oder was kannst du testen und experimentieren, ergebnisoffen experimentieren, um vielleicht noch besser zu werden, noch schneller diese Aufgabe zu erledigen. Weil diese Aufgabe vielleicht kommt nochmal und nochmal. Und das auch in Kontext von KI und von alles, was um uns herum ist, zu sehen, das ist extrem spannend. Wenn ich zusammenfassen darf, du hast einmal die Selbstkommunikation. Was, warum, wie. Dann hast du nochmal auf eine Ebene tiefer dieses Warum, dieses Motiv. Regelmäßige Überprüfung von dem Motiv. Bist du auf dem richtigen Weg? Bist du auf deinem richtigen Weg? Nicht auf dem richtigen Weg von jemand anderem? Ja. Und zum Schluss bist du beim Wie? Bist du beim Tun, bei dem Laufen des Weges? Ist es nicht vielleicht überlegenswert, nicht nur die Schritte zu laufen, sondern vielleicht zu lernen, gibt es auch Fahrzeuge, gibt es Autos, mit denen du nicht nur läufst, sondern mit denen du direkt schnell fährst. Gibt es vielleicht sogar Formel 1 Rennfahrer, die noch schneller fahren oder gibt es noch vielleicht Flugzeuge etc., dich drumherum zu schauen. Und meine Erfahrung ist, ja, es lohnt sich auf alle Fälle, deinen Horizont zu erweitern. Nicht immer kommst du zu Ergebnissen, wo du denkst, ja, also nächstes Mal, wenn ich es so mache, mache ich es 10-mal schneller. Ab und zu mal gelang aber auch Quantensprung, wo du sagst, ja, hier, das spart mir Monate, spart mir Wochen oder spart mir dann Jahren. Ja, und das hast du extrem gut zusammengefasst. Und am Ende würde ich nur sagen, dass das Wichtigste ist, dass wir Zeit eine Ressource extrem wichtige, also wichtigste Ressource ziemlich gut am besten nutzen. Ja. Für uns und auch für die anderen Leute, von denen wir ein bisschen Zeit bekommen, weil das ist extrem frustrierend, wenn jemand unsere Zeit irgendwie verliert. Und ich hasse das. Und das ist wirklich extrem wichtig. Und das für ein klares Ziel am besten nutzen. Genauso wie ein Baum. Wir brauchen alles für einen Baum, aber extrem wichtig ist, was wir brauchen, ist Zeit. Ja. Ein Baum kann nicht in 2 Tagen extrem groß sein und wir brauchen eigentlich Zeit. Und diese Zeit für Baum nutzt er selbst. Wir sind kein Baum und wir müssen unsere Zeit richtig für den Ziel investieren. Ja, meine Botschaft wäre zum Schluss, nämlich im Sinne einer Selbstwirksamkeit zu erleben. Das ist extrem erfüllend und das zu machen, muss man sich mit der Zeit beschäftigen und zwar aus der Perspektive von Prioritäten und dann Zeitmanagement. Und im Sinne von der Zeit als Ressource sich auch nochmal klar machen, die Zeit
ist die demokratischste Ressource der Welt. Die Zeit hat, also genauso viel Zeit habe ich, Elon Musk und alle anderen. Also alle haben genauso viel Zeit. Und wenn man selbst keinen Plan für die Zeit hat, dann wird bestimmt jemand anderen einen guten Plan für deine Zeit haben. Insofern mache ich bei mir, kann ich auch nur empfehlen, habe einen Plan für deine Zeit. Ja. Vielen Dank und das war für die heutige Podcast-Folge. Und ich hoffe, ihr habt unsere Podcast-Folge sehr viel gefallen. Das war bis jetzt einer der interessantesten Themen, was wir besprechen wollten. Ja. Und weil ohne das funktioniert eigentlich gar nichts. Und vielen Dank, dass euch uns eure Zeit gegeben haben. Ja. Und wir hoffen, dass wir haben auch euch viel Wert geliefert haben. Und vielen Dank, dass Wir haben unser Bestes gegeben zumindest. Das steht mal fest. Ja, das steht mal fest. Und vielen Dank und wir sehen uns nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.